Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen musikalischen Zeitreise. Heute widmen wir uns einem der faszinierendsten Konzeptalben der späten 70er Jahre, Pyramid von Alan Parsons Project. Das Album erschien im Jahr 1978 und stand vor einer gewaltigen Herausforderung. Der Vorgänger iRobot war ein technoides Meisterwerk gewesen, das den Zeitgeist perfekt traf. Doch für Pyramid entschieden sich Alan Parsons und Eric Woolfson für einen bewussten Kurswechsel. Bevor wir in die Songs eintauchen, müssen wir über das Fundament dieses Projekts sprechen. Das Alan Parsons Project war nämlich keine Band im klassischen Sinne. Es gab keine festen Mitglieder außer dem Duo Parsons und Woolfson. Die Philosophie war, die Musik bestimmt die Besetzung, nicht umgekehrt. Sie pickten sich für jeden Song die perfekten Session-Musiker aus der Londoner Szene. Ein absoluter Anker war dabei der Gitarrist Ian Bernson. Sein gefühlvolles, oft bluesiges Spiel ist das emotionale Rückgrat von Pyramid. Er schaffte es, die kühlen mathematischen Konzepte von Parsons mit echter menschlicher Wärme zu fühlen. Im Vergleich zu iRobot klingt Pyramid deutlich organischer. Während der Vorgänger fast kühl und roboterhaft mit frühen Synthesizern experimentierte, atmet Pyramid mehr Raum. Es ist orchestraler, sinfonischer und weniger technoid. Das liegt vor allem an den massiven Orchesterarrangements von Andrew Powell, die hier viel mehr Platz bekommen. Bevor wir uns gleich 4 ganz besondere Songs des Albums genauer ansehen, gibt es eine verrückte Geschichte zur Entstehung. Wusstet ihr, dass dieses Album ursprünglich gar nicht über Pyramiden handeln sollte? Alan Parsons und Eric Woolfson planten eigentlich ein Album über Hexerei. Doch 1978 herrschte in der westlichen Welt ein regelrechter Hype um die sogenannte Pyramidenenergie. Es gab Bücher, die behaupteten, die geometrische Form der Pyramiden hätten magische Kräfte. Da dachten sich die beiden, das ist im Grunde auch eine Form von Hexerei. Und so wurde das Konzept kurzerhand auf die Wunderwelt Ägyptens und die Vergänglichkeit des menschlichen Strebens umgeschrieben. Ein weiteres Detail betrifft das ikonische Albumcover von der Designgruppe Hipgnosis. Vorne sieht man einen Mann, der sich auf einem Bett das Gesicht hält. Dieser Mann ist Alan Parsons höchstpersönlich. Er erzählte später, dass das Fotoshooting eine absolute Qual war. Es fand im Dezember in einem eiskalten Studio statt. Parsons trug einen hauchdünnen Pyjama, während die gesamte Crew in dicken Schals gehüllt war. Falls ihr das Cover zu Hause habt, achtet mal auf den Wecker. Der zeigt nämlich 3:14 Uhr an. Ein nerdiger Verweis auf die Kreiszahl Pi. Aber jetzt tauchen wir ein in die Musik. What Goes Up? Der Übergang von Voyager ist fließend und markiert den Moment, in dem das Album seine philosophischen Segel setzt. Das zentrale Konzept lautet, was aufsteigt, muss auch wieder fallen. Es geht um die Hybris des Menschen. Warum bauen wir Monumente, wenn wir wissen, dass der Sand der Zeit alles verschlingt? Ein meditativer Track, der perfekt zeigt, wie Parsons Popstrukturen mit der Wucht eines Orchesters verheiraten kann. Wir kommen zur wunderschönen Ballade The Eagle Will Rise Again. Die Stimme von Colin Blunstone ist hier schlichtweg magisch. Für die Technik-Nerds unter euch, der einzigartige Keyboard-Sound am Anfang stammt nicht von einem Synthesizer. Eric Woolfson nutzte historische Instrumente, ein Cembalo und ein Clavichord und ein Virginal. Da diese Instrumente extrem leise sind, nutzte Alan Parsons Neumann KM84 Mikrofone und nahm sie so nah auf, dass sie im Mix plötzlich absolut präsent und direkt in your face klingen. Dieser Sound zählt Parsons bis heute zu seinen absoluten Favoriten. Von der Philosophie zum Humor. Pyromania ist die ironische Antwort auf den Esoterik-Wahn der 70er. Damals glaubte man ernsthaft, die Pyramidenform würde Rasierklingen scharf halten oder Wein verbessern. Im Text hören wir einen Mann, der dem Wahn komplett verfallen ist. Er hat Pyramiden unter dem Bett und trägt Maya-Pyjamas. Ein herrlich zynischer Kontrast zur sonst so epischen Stimmung des Albums. Zum Abschluss ein geniales Instrumental. Hyper Gamma Spaces. Der Titel klingt futuristisch, hat aber einen familiären Hintergrund. Eric Woolfsons Bruder Richard hatte gerade seinen Doktor in Mathematik gemacht. Der Titel seiner Arbeit lautete exakt so. Eric fand, dass dieser Name hervorragend zur elektronischen Atmosphäre des Stückes passte. Ein schöner Tribut unter Brüdern. Bevor wir zum Fazit kommen, müssen wir über einen der emotionalsten Momente sprechen.
but I'll cling to a hope till I can't hold on. Shadow of a Lonely Man. Eric Woolfson schrieb diesen Text über das Altern. Gesungen von John Miles geht es um einen Mann, der einsam in seinem Haus sitzt und nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Es ist ein krasser, fast tragischer Kontrast zu den stolzen Pyramidenerbauern vom Anfang des Albums. Hier zeigt sich die ganze Brillanz von Woolfson als Texter. Er bricht das große Thema der Vergänglichkeit auf das Schicksal eines einzelnen Menschen herunter. Ein Song, der Gänsehaut garantiert. Wusstet ihr eigentlich, dass Alan Parsons Project in Deutschland einen fast schon göttlichen Status genoss? Während sie in England oft kritisch beäugt wurden, liebten die Deutschen diese Mischung aus Hightech-Sound und große Melodien. Pyramid war 1979 das zweitbestverkaufte Album in Deutschland, noch vor vielen einheimischen Größen. Parsons sagte einmal, dass das deutsche Publikum ein besonderes Ohr für Details in seinen Produktionen hätten. Pyramid ist ein klassisches Kopfhöreralbum, eine Platte für die einsame Insel. Wie gefällt euch Pyramid? Ist es für euch das Meisterwerk oder bevorzugt ihr den Sound von iRobot? Schreibt es in die Kommentare, vergesst nicht ein Abo dazulassen und wir sehen uns im nächsten Video.